Mutter ist zu Bernhard gefahren, um ihm zu sagen, dass sie keine Beziehung haben will. Verzeihst du mir? Ach, Arno, das hat doch alles keinen Sinn, wenn du mir nicht mehr vertraust. Ich weiß, ich habe mich unmöglich benommen. Christoph hat seinen geschäftlichen Erfolg nur mir zu verdanken. Wenn er sich auch nur einmal mit mir anlegt, dann werde ich dafür sorgen, dass er alles wieder verliert. Das ist Lisa, Alex' Tochter. Alex hat eine Tochter und weiß nichts davon? Ich liebe die Kleine mehr als alles andere auf der Welt. Deshalb darf auch Alex nichts von ihr erfahren. Du kannst ihm das Kind aber nicht unterschlagen. Hast du Kinder? Nein. Aber was hätte Alex ihr antun können? Ich weiß nicht. Aber Alex hat manchmal solche Wutanfälle gehabt. Ich wollte nichts riskieren, nicht mit der Kleinen hier. Du wirst ihm aber irgendwann von ihr erzählen müssen. Ich denke, Alex liegt in der Psychiatrie. Soll ich etwa einem Geisteskranken erzählen, dass er seit 3 Jahren Vater ist? Trotzdem, Lisa ist seine Tochter. Wenn er das erfährt, könnte er total ausflippen. Er hat ein Recht darauf, sie kennenzulernen. Nie im Leben werde ich das zulassen. Hallo Sophie. Hi. Ja, Was hast du denn? guck doch mal. Alle sind gut drauf. Ja und? Nur ich nicht und das nervt. Und warum bist du's nicht? Fiona ist zur Kur gefahren. Eigentlich bin ich hergekommen, damit du mich wieder aufbaust. Aber wenn es dir genauso beschissen geht, dann Wer ist denn bei dir zur Kur gefahren? niemand. Aber ich wäre reif dafür. Der Job macht mich total fertig. Rund um die Uhr nur kranke Menschen. Tja, das Gefühl kenne ich. Nach dem ersten Bier geht's dir besser. Hm? Frühestens nach dem 5. Na? Oh, ihr scheint euch ja prächtig zu amüsieren. Du hast mir gerade noch gefehlt. Hast du gehört? Er hat mich vermisst. Bitte schick ihn wieder in die Küche, ja? In meinem Horoskop steht, dass ich mich heute nicht ärgern darf. Sag mal. Ach, du liest die falsche Zeitung. In meinem Horoskop steht nämlich, dass mir heute eine enge Verwandte ein paar Bier spendieren will. Ah ja? Was steht denn in meinem drin? Wahrscheinlich, dass ich am Arbeitsplatz mit dummen Sprüchen rechnen muss. Ach, in dem Käseblatt steht sowieso kein vernünftiges Horoskop. Ja, egal. Horoskop ist Horoskop, lies vor. Das ist doch albernes Zeug. Ach, auf einmal. Also, wenn es nicht in den Sternen steht, dann kriegst du auch kein Bier. Da kann ich auch gut drauf verzichten. Was ist denn mit dem los? Wir sind bisher prima ohne Alex zurechtgekommen. Und ich will, dass es so bleibt. Ist das nicht ein bisschen egoistisch von dir? Ich bin nach Frankfurt gezogen. Ich habe mir ein neues Leben aufgebaut. Ich will nicht, dass Alex wieder aber von du könntest Alex besuchen. Alex ist für mich gestorben. Du sollst ihn ja nicht heiraten. Lass ihn doch einfach seine Tochter sehen. Ich habe einfach Angst, dass der Kleinen was passiert. Was soll dir denn passieren? Du bist doch dabei. Und wenn er wieder ausrastet, übernimmst du die Verantwortung? Er wird nicht ausrasten. Er nimmt regelmäßig seine Medikamente. Ja, heute vielleicht. Aber was ist, wenn er sie vergisst? Oder absetzt? Was ist in einem Jahr oder in 5? Er macht Fortschritte, große Fortschritte, sagt doch sein Arzt. Nein, tut mir leid. Aber das Risiko ist mir einfach zu groß. Denk bitte nicht nur an dein Kind. Denk auch an Alex. Ihr habt euch geliebt. Das ist vorbei. Bitte, Silke. Alex wird vielleicht schneller gesund, wenn er weiß, dass er eine Tochter hat. Nein, ich will das nicht.
Und Lisa? Hat sie kein Recht zu erfahren, wer ihr Vater ist? Solange Lisa nichts von ihm weiß, wird sie ihn auch nicht vermissen. Ach ja? Willst du sie ewig belügen? Das bekommt sie irgendwann raus. Und wird dich dann dafür hassen. Hör auf. Als wenn ich mir nicht schon zigmal Gedanken darüber gemacht hätte. Bitte, vielleicht überlegst du es dir doch noch mal. Hallo Christoph. Hallo Gero, schön, dass du mal reinschaust. Ich wollte mal sehen, wie es dir geht. Du meinst den Arm? Ja, ist das schon verheilt? Halb so schlimm. Nicht mehr lange und ich kann wieder im Sattel sitzen. Es tut mir leid, dass alles so gekommen ist. Barbara leidet auch noch darunter. Sie hat immer noch ein schlechtes Gewissen. Ach, Schwamm drüber, das ist nun mal passiert. Hat ihr denn die Spionagegeschichte sehr geschadet? Naja, man hat immerhin behauptet, Barbara sei eine schießwütige Irre. Ich kann mir was Schöneres vorstellen. Ach komm, du kennst doch diese Schmierfinken. Hauptsache, sie haben euren Namen richtig geschrieben. Du wirst sehen, wenn die Kollektion ein Erfolg wird, dann ist alles andere ganz schnell vergessen. Wenn sie ein Erfolg wird. Na, vielleicht sollten wir da ein bisschen nachhelfen. Wir könnten uns ja mal gemeinsam überlegen, wie wir die Kettenhemden am effektvollsten auf den Markt bringen. Barbara könnte ja diesmal mit dem Messer auf dich losgehen. Oh ja, das ist eine gute Sache. Ich sehe schon die Schlagzeile. Modedesignerin ersticht Textilgrafen. Textilgraf überlebt aber dank Kettenhemd. Ja, das wäre doch ein Knaller. Morgen. Morgen, mein Schatz. Du bist aber reichlich spät. Papa nicht begeistert sein. Kein Problem. Geht's dir nicht gut? Ach doch, ich bin nur ein bisschen müde. Ich bin ziemlich spät aus Frankfurt zurückgekommen. Du warst in Frankfurt? Bei Silke. Du weißt doch, Alex' frühere Freundin. Ich habe die ganze Nacht da rumgesessen. Aha. Und, wie ist sie? Eigentlich ganz in Ordnung. Hast erreicht, was du wolltest. Willst du Alex besuchen? Ja, war aber ein hartes Stück Arbeit. Na, ich hoffe, du hast das Mädchen nicht zu sehr unter Druck gesetzt. Mädchen ist gut. Die hat eine 3-jährige Tochter. Und rate mal von wem. Von Alex? Ach, der hat eine Tochter. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Er auch nicht. Was? Ach du liebe Zeit. Will sie das Kind etwa mitbringen? Na, hör mal, wird doch höchste Zeit. Naja, sie wird ihm die Kleine ja nicht ohne Grund verschwiegen haben. Na, natürlich. Alex könnte ja auf die Idee kommen, seine Tochter sehen zu wollen. Und ihr Leben könnte dann dadurch total durcheinander kommen. Sie wird schon wissen, was für das Kind das Beste ist. An Alex denkt wieder mal keiner. Susanne, da taucht ganz plötzlich eine Tochter von ihm auf und das soll er gleich wunderbar finden. Habt ihr euch nicht über eure Kinder gefreut? Das ist doch was völlig anderes. Und für Papa war es zum Beispiel auch eine harte Nuss, als er Julia zum ersten Mal wieder gesehen hat. Und Papa ist nicht schizophren. Tolles Argument. Hat er es denn bereut, dass er seine Tochter wieder gesehen hat? Eben. Und wenn Alex weiß, dass er eine Tochter hat, gibt ihm das vielleicht Kraft. Oder es wirft ihn endgültig aus der Bahn. Wirst du dann etwa dran schuld sein? Ich geb's auf. Morgen. Gero, sag mal, hast du zu Hause feuchte Wände? Wieso das? Du bist in letzter Zeit verdächtig oft hier. Ich habe heute Spätschicht im Krankenhaus. Ich dachte, wir könnten vielleicht was zusammen unternehmen. Also Gero, was glaubst du, was das hier ist? Eigentlich dachte ich, eine Kneipe. Ja, genau. Und ich bin eine vielbeschäftigte Geschäftsfrau. Und ich kann meine Mitarbeiter keine Sekunde aus den Augen lassen. Schreib mal lieber das Tagesgericht auf die Tafel. Erbsensuppe. Du brauchst ein bisschen Unterstützung. Willst du mir beim Aufräumen helfen? Für einen starken Kaffee und 2 frische Croissants. Ja. Also gut, also erstmal kannst du die Stühle auf die Tische stellen und danach kannst du die Küche schrubben. Und die Fenster hätten es auch mal wieder nötig, ne? Stimmt. Und danach kannst du mein Zimmer tapezieren. Frank, vielleicht wischst du das erstmal weg. Erbsensuppe. Erbsen mit B wie ein bisschen bekloppt. Wer will sowas überhaupt essen? Unsere Gäste zum Beispiel. Dir wird es bestimmt keiner reinzwängen.
Frank, hör auf. Du bist doch nicht zu gebrauchen. Ach Mann, mach doch deinen Scheiß selber. Also ehrlich, was habe ich denn bloß eingestellt? Barbara, kannst du mir nicht auch so ein Kettenhemd machen? Ich könnte mir vorstellen, dass meine Vorfahren begeistert sein würden, wenn sie mich mit so einem Teil sehen könnten. Ne? Warte mal, ich gebe dir gleich mit die Maße durch. Also Brustumfang würde ich sagen sehr stark, aber nicht so ganz so stark wie der Bauch. Und Hals, ja Hals, auch viel, so Richtung Stiernacken, ne? Moment, Barbara, ich muss hier ein bisschen was klären. Bleib bitte dran, ja? Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir verabredet sind. Was willst du hier? Auf Barbaras wirklich Verlass. Kaum bin ich aus dem Haus, schon belagert sie dich. Was redest du denn für einen Unsinn? Kleinen Moment noch, Barbara. Würdest du jetzt bitte das Haus verlassen? Gleich. Du kannst ihr ja schon mal sagen, dass sie mit dem Umzug noch etwas warten muss. Ich bin nämlich noch nicht ganz fertig hier. Barbara, ich rufe dich nachher noch mal an, ja? Barbara? Und? Schon was rausgefunden? Ja, ich habe Silke tatsächlich gefunden und schon mit ihr gesprochen. Großartig. Kommt sie? Mhm, sie kommt. Na also, Und nicht nur sie. wer denn noch? Silke und Alex haben eine gemeinsame Tochter. Von der Alex nichts weiß. Noch nicht. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wieso? Sie selber haben gesagt, dass Alex ein intaktes soziales Umfeld braucht. Aber eine Tochter, von der man bisher nichts gewusst hat, bringt eine ganze Menge Aufregung mit sich. Heißt das, Bitte, Susanne. Aus ärztlicher Sicht ist eine solche Begegnung nicht ganz unproblematisch. Aber ich- Der Besuch von Silke allein ist schon ein gewisses Risiko. Wir wollen vorerst nicht übertreiben. Ja, Sie sind der Arzt. Könnte ich kurz vorher? Nur 2 Minuten. Natürlich. Dauert nicht lange. Drehst du jetzt völlig durch? Was willst du hier? Willst du wirklich Krieg zwischen uns? Ohne zu wissen, wovon du sprichst? Nein. Du und Fiona, da habt ihr euch ja einen hübschen Plan ausgedacht. Wir haben für den Konzern die optimale Lösung gefunden. Die optimale Lösung für dich. Fiona hat keine Ahnung vom Geschäft. Und du nutzt ihre Dusseligkeit aus, um mich in die Knie zu zwingen. Du spielst zu viel Monopoly. Du benimmst dich wie ein kleines Kind. Hauptsache, du kannst mir alles heimzahlen. Wieso hat Fiona ausgerechnet dir den Sitz im Aufsichtsrat übertragen? Weil sie mir vertraut? Und du konntest in deiner unendlichen Güte natürlich nicht Nein sagen. Ich wollte ihr den Gefallen tun, weiter nichts. Christoph, wie naiv hältst du mich eigentlich? Das kannst du Barbara erzählen, die ist immer dankbar für so einen Quatsch. Und ich wäre dir dankbar, wenn du jetzt gehst. Du willst mich mit meinen Läden aus den Orbis-Passagen rausdrängen. Ist doch klar. Du leidest an Verfolgungswahn. Wenn du es wagst, meine Miete zu erhöhen oder die Verträge nicht zu verlängern, dann sollst du mich mal richtig kennenlernen. Oh, ich kenne dich schon gut genug. Ich warne dich, Christoph, leg dich nicht mit mir an. Würdest du jetzt bitte gehen oder soll ich dich an die Tür begleiten? Schon gut. Aber wenn du mir Probleme machst, begnade dir Gott. Clarissa, dein größtes Problem bist du selber. Das ist ja anstrengender als 2 Wochen Notdienst im Krankenhaus. Du wolltest es so. Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen Sport machen. Kannst du haben, jeden Morgen. Kriegst auch immer dein Frühstück. Nein, vielen Dank. Lass das mal lieber Frank machen und gib ihm ein paar Bier dafür aus. Wo steckt er eigentlich? Er schleppt Sprudelkisten im Hof. Da kann er wenig falsch machen. Sag mal, ihr habt euch doch ewig nicht gesehen, oder? Er ist erst seit ein paar Wochen zurück. Wieso fragst du? Hattet ihr zwischendurch eigentlich nie geschrieben? Einen kurzen Brief, eine Postkarte oder so? Frank? Nie im Leben. Dazu ist er viel zu faul. Er telefoniert höchstens, wenn er mal Kleingeld hat. Ich glaube nicht, dass er zu faul ist. Du brauchst ihn nicht verteidigen. Er ist faul. Mag ja sein. Aber das ist bestimmt nicht der Grund dafür, dass er manchmal so komisch ist. Ist dir nicht aufgefallen, dass er sich standhaft weigert, irgendwas zu schreiben oder zu lesen? Naja, er drückt sich vor allem, was mit Anstrengung zu tun hat. Nee. Gestern zum Beispiel, als wir wollten, dass er das Horoskop vorliest. Ja, das war doch komisch. Er war noch bockiger als sonst. Ja, eben.
Oder vorhin, als er das Tagesgericht aufschreiben sollte. Oh, jetzt hör auf. Willst du behaupten, dass mein Bruder nicht lesen und schreiben kann? Ich fürchte ja. Mein Bruder ein Analphabet? Ach, wie gesagt. Naja, vielleicht irre ich mich ja auch. Christoph will mir alles zerstören, was ich in all den Jahren aufgebaut habe. Dann wäre er dümmer, als ich gedacht habe. Das ist keine Frage der Dummheit. Er will plötzlich den starken Mann markieren, das ist alles. Männer. Erst legen sie dir die Welt zu Füßen. Und dann gönnen sie dir nicht mal die Butter auf dem Brot. Ich wäre schon froh, wenn er mir das Brot lassen würde. Was ist denn mit dir los? Ich glaube, er will es jetzt wirklich wissen. Sag mal, willst du dich überhaupt scheiden lassen? Ja, es wird mir noch nichts anderes übrig bleiben. Du kannst dich ja weigern. Zumindest so tun, als ob. Und was habe ich davon? Christoph wird mürbe. Und am Ende rückt er alles heraus, was du möchtest. Geld, Haus, Firma. Und wie mache ich ihn mürbe? Isolier ihn. Du musst alle Menschen, die ihm etwas bedeuten, auf deine Seite ziehen. Dann gibt er irgendwann auf. Hört sich ganz gut an. Nur eine Person werde ich ganz bestimmt nicht auf meine Seite ziehen. Ach, und wer ist das? Barbara von Sterneck. Ich dachte schon, dein Vater sperrt dich neuerdings im Büro ein. Paps ist im Moment ziemlich umgänglich. Und? Was gibt's sonst so Neues? Nichts Besonderes. Seit ich hier bin, erzählt mir kein Mensch mehr was. Jeder hat Angst, dass ich könnte wieder austicken. Ach, jetzt übertreib doch nicht. Und ich verspreche dir, dass du bald ganz viele Neuigkeiten zu hören kriegst. Du kriegst nämlich Besuch. Von wem denn? Aber nicht aufregen, versprochen? Na, sag schon. Silke kommt. Was soll das heißen? Ich habe sie gebeten, ob sie vorbeikommen will. Wer hat dich bloß auf eine solch blöde Idee gebracht? Hab ich dich etwa drum gebeten? Nein. Was mischst du dich in meine Angelegenheiten ein? Ich dachte, dass dir das gut tun würde, wenn ihr euch wieder seht. So dachtest du. Ich hab dir doch gesagt, dass ich mit ihr nichts mehr zu tun haben will. Alex, ich will dir doch nur helfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kapitel Silke für dich abgeschlossen ist. Warum hast du mich nicht wenigstens vorher gefragt? Weil du dann Nein gesagt hättest. Ja, verstehe. Mit mir kann man's ja machen. Ist doch logisch. Wer hier in dieser Abteilung landet, der ist ja eh nicht mehr ganz dicht. Ha? Entschuldigung. Ich weiß, du meinst es gut. Aber so läuft das wirklich nicht. Ich kann's ja wieder absagen. Silke. Wie geht's dir denn? Gut. Aber überzeug dich doch selbst. Nein, ich will sie nicht sehen. Bitte sage wieder ab. Das ist besser so. Lies. Scheiße! Ich kann ganz von vorne anfangen zu rechnen. Was gibt's denn? Schau dir das an. Es ist doch Bulldog. dein ganz spezieller Freund. Bernd Bulldog Keveno. Wieso ist denn ein Bild von dem in der Zeitung? Na, lies halt. Das wundert mich überhaupt nicht. Was? Naja, Verfolgungsjagd in der Innenstadt. Autoknacker fuhr in den Rhein. Ja, ich wusste, dass es mit ihm mal sein würde. Jetzt haben sie ihn wohl im Knast zum Trocknen aufgehängt, was? Ist eine heiße Nummer. Ich dachte, dich interessiert das vielleicht. Landet der Idiot bei den Fischen. Ja. Bestellung prompt erledigt, eignet sich hervorragend zum Schutz vor gefährlichen Raubtieren und bösen Ehefrauen. Eine Freundin. Ja.
Barbara? Ist soeben eingetroffen. Sieht sehr sicher aus. Kann ich sehr gut brauchen, momentan. Ja. Ja, ich war auch sehr überrascht, als sie da plötzlich aufgetaucht war. Sie glaubt, ich will sie finanziell ruinieren. Na, soll sie doch mit ihrer Firma selig werden. Barbara, ein gutes Produkt ist ja eine Sache, aber die Vermarktung ist heutzutage das A und O. Ich habe mir deswegen mit Gero gedacht, dass wir vielleicht diese Präsentation auf Friedenau machen. Was hältst du davon? Das wäre doch der passende Rahmen. Das wäre doch richtiger Knaller. Ob nur im Schloss oder vor dem Schloss, das ist doch... Ich habe keine Lust mehr zu diskutieren. Wir machen es so, wie ich es eben gesagt habe, ja? Jetzt muss ich ein Kettenhemd anprobieren. Tschüss. Du, ich muss los. Danke fürs Essen, war echt super. Gero, warte noch eine Sekunde. Na, unmöglich. Wenn ich zu spät komme, wird die Oberschwester zum Tier. Bitte, ich muss noch kurz was mit dir besprechen. Ganz kurz. Ja, du hast nämlich recht gehabt. Frank kann wirklich nicht lesen. Wie hast du das rausgekriegt? Ich habe ihn getestet. Also, ich habe ihm was aus der Zeitung vorgelesen, aber es war alles frei erfunden. Ja, und? Und er hat mir jedes Wort geglaubt. Hast du ihn darauf angesprochen? Nee, das ging nicht. Bevor ich irgendwas sagen konnte, war er schon wieder weg. Gut so. Die meisten Analphabeten reagieren nämlich total empfindlich, wenn man sie auf ihr Problem anspricht. Und jetzt? Erstmal gar nichts. Aber wir müssen doch irgendwas machen. Machen wir auf jeden Fall. Aber bitte nicht jetzt. Ich muss jetzt wirklich los. Hm? Lass dir bloß was einfallen. Wichtig ist, dass du ihn auf keinen Fall vor anderen Leuten blamierst. Sonst dreht er womöglich durch. Oh, daran kann ich gar nicht denken. Deine Karre mache ich doch locker in 10 Sekunden auf. Du, träum weiter. Und nach 20 Sekunden hast du mein Auto gehabt. So siehst du gerade aus. Ja. Meint ihr, ich habe hier nur in der Kneipe gearbeitet, oder wie? Ich war ziemlich lange in der Autobranche. Kannst du überhaupt fahren? Jedenfalls besser als der Typ da, ne? Übrigens, ein alter Kumpel von mir aus der Zeit damals. Hat ein bisschen Pech gehabt, dein Kumpel, ne? Ist ein Bullen voll in die Arme gelaufen. Gelaufen ist gut. Ich würde eher sagen geschwommen, ne? Also, ich hätte eine Brücke genommen. Wieso Brücke? Mann, weil ein Auto kein U-Boot ist. Sag mal, wovon redest du eigentlich? Ja, von Bulldog. Der ist doch bei einer Verfolgungsjagd im Rhein gelandet. Er steht doch da. Erzähl dir keinen Scheiß. Dein Kumpel ist ganz normal auf der Straße verhaftet worden. Hast du was auf den Augen? Ja, ganz normal auf der Straße. Vom Rhein steht hier nix. Weißt du was? Der Kleine kann nicht lesen. Wie finde ich denn das? Das wollen wir doch gleich mal checken. Lies doch mal vor. Na los! Komm, wir warten. Reiß die Klappe auf und kann noch nicht mal lesen. Das warst du wissen!